ich bin dann ich muss das bauen. Das Problem ist halt, die Familie leidet. Weil du jede freie Minute, wenn du eher einen Feierabend hast, fährst du in die Halle, baust das Auto. Und ich bin ich mache das lieber gerne alleine. Ich kann das nicht leiden, wenn dann 25 Mann kommen, dann wird nichts, dann wird gequatscht, was getrunken und dann bin ich lieber für mich. Aber es gab nie den Punkt, wo ich gesagt habe, nee, habe ich keine Lust mehr. Also ganz ehrlich, macht mir das Bauen mehr Spaß als das Fahren. Also ich fahre relativ wenig mit dem Fahrzeug. Es ist alles eingetragen, der ist straßentauglich, aber das Fahren ist nie so meins, ich baue lieber. Ich bin Silvio, komme aus Niesky, aus dem schönen Niederschlesien, bin 45 Jahre und habe einen T2B. Can't decide what's more polluted, your mouth or your brain. And once again, to the comfort of your screen return, surrounded by foes and friends, and who to say they, them, or go in your rhythm. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Da sag ich mal, mit 14, 15 haben wir angefangen, Mopeds umzubauen. Und da gab es aber in unserer Zeit kein Internet oder sonst irgendwas. Das musstest du halt alles selber irgendwo her. Und da weiß ich noch, ein Schulpraktikum gehabt und sollte für ein Moped ein Tankset lackieren. Und ich wollte immer kein Geld und ich wusste, der hatte in der Garage noch einen schwarzen Motor. Das waren früher S70-Motoren. Und da habe ich ihn das lackiert, habe den Motor bekommen und habe den Kolben und Zylinder aufschleifen lassen auf 75 Kubik. Das war damals 1995, warst du damit im Prinzip gut unterwegs. Ja, und da hat alles angefangen eigentlich. Da haben wir die Mopeds dann erst immer höher gebaut, höher, bis sie mich mal angehalten haben. Dann sollte ich an dem Samstag das Moped im Originalzustand vorzeigen. Wir waren aber früh noch im Nachbarort auf dem Simson-Treffen damals. Und da bin ich zurück und habe einfach ein anderes Moped aus der Garage genommen und bei der Polizei vorgestellt. Und da war alles in Ordnung. Ja, und so hat das dann angefangen. Und dann habe ich halt das erste Moped tiefer gebaut. Ja, und dann Moped gefahren, später dann mit 18 Autoführerschein. Als Lackierer gelernt und im Überbetrieblichen, damals in der Berufsschule, brauchten wir ein Objekt, was wir lackieren können. Und da habe ich mein Auto genommen. Da hatte ich vorne über die ganze Front einen Airbrush drüber gemacht. Ein bisschen tiefer gelegt, das war ein Peugeot 106 damals. Also nicht weltbewegendes, aber es hat uns gereicht mit 18. Ja, und irgendwann kam dann Polo 6N. Den gekauft, gecleant, Schloss hinten weg, Zeichen weg, tiefer gelegt, schöne Felgen drauf, damals noch Maxwells. Und ja, das hat dann irgendwann nie aufgehört. Eigentlich alle Autos, die ich so hatte, waren umgebaut im Prinzip. Und da haben wir noch mit meiner Frau zusammen im Westen, also in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Und durch das erste Kind haben wir gesagt, wir ziehen wieder zurück in die Heimat. Da sind wir wieder hergezogen, da haben wir uns ein Haus gekauft und da hatte ich auch keine Zeit mehr durch die Kinder und alles. Dann war ich noch auf Montage und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ja, ich würde gern wieder was. Ja, da haben wir uns zum Hausbau einen Trabant gekauft. Der sollte auch zum Hausbau genutzt werden, mit Hängerkupplung, ein Kombi. Aber der wurde nie benutzt zum Hausbau. Den habe ich dann umgebaut, neu lackiert und das war dann unser Hochzeitsfahrzeug. Der stand dann nach der Hochzeit, ich denke mal, 6 Jahre in der Garage, wo ich nichts dran gemacht habe. Und dann hat es mich wieder gerappelt. Da habe ich aufgehört mit der Montage und hatte auch Zeit und habe gesagt, gut, ich muss irgendwas machen. Und habe angefangen, weil ich auch in der Lehre Siebdruck gelernt habe, T-Shirts zu drucken. Und da brauchte ich irgendwas, was ich zeigen kann. Da war der Trabi noch gar nie so und da habe ich gedacht, ach, da baue ich erstmal eine Schwalbe. Ja, da habe ich eine Schwalbe angefangen zu bauen mit einem sehr guten Kumpel. Der hat alles geschweißt, weil vom Schweißen habe ich relativ wenig Ahnung. Und meine Idee war immer, ich wollte Holz mit einfließen lassen. Und so kam die Idee, okay gut, wir bauen eine Gabel, die optisch aussieht, aus gedrechseltem Holz, weil ich noch sehr viel gedrechseltes Holz da hatte von meiner Frau, ihrem Opa. Und da hat er einen Stahlkern gebaut und wir haben das Holz auf Arbeit bearbeitet, sodass wir das im Prinzip drüber machen und es aussieht, als wenn die komplette Gabel aus Holz ist. Ja, das Moped war dann irgendwann fertig. Habe ich dann verkauft, weil nur zum Rumstehen war es zu schade. Und dann habe ich die Jungs von Ostblock MV kennengelernt. Und da hat es wieder angefangen mit dem Trabi. Die Trabis von denen sind ja absolut mega. Und dann hat mir Tom das Fahrwerk gebaut.
Das habe ich dann eingebaut, dass er ordentlich tief kam. Ich glaube, das war dann so 180 oder 200. Auto neu lackiert und dann Felgen. Was machst du für Felgen drauf? Ja, da hatte ich in der Garage noch liegen ATS Cup-Felgen von meiner Frau. Aber so haben sie mir halt nie gefallen, waren optisch. Und da ist mir eingefallen, Mensch, ich habe doch noch die Radkappen vom Trabant. Baust du die Halterung um an die Alufelgen und dann das alles zusammen. Das hat mir gefallen. Und so habe ich das Auto dann eine ganze Zeit gehabt, war auf viele Treffen. Und irgendwann stand mein 40. Geburtstag an. Und mein Vorarbeiter in der Firma hat immer erzählt, ja, er kennt jemanden und bei ihm in der Halle steht wohl ein T2 und sowas. Und das hat sie dann im Sand verlaufen und irgendwann saßen wir draußen beim Kaffee und da klingelt das Telefon. Wie sieht's aus? Möchtest du den T2 noch haben? Und ich zu meiner Frau, du, ich muss einen Kumpel anrufen. Ich will keinen Bus, soll er sich kaufen, wir fahren mal angucken. Und da hat sie gleich gesagt, nein, den kaufst du. Sie hat für mich noch nicht zum Geburtstag zum 40. Und so kam das. Da sind wir hin und es war halt wirklich so, wie man das kennt, so eine alte, ranzige Scheune. In der letzten Ecke stand dieser Bus. Naja, da haben wir die lange hin und her überlegt, einen guten Preis geeinigt, aufgeladen und mitgenommen. Und so fing das an. Als ich das Fahrzeug dort aus dieser Scheune geborgen habe, war eigentlich, also jeder andere hätte ihn auf den Müll geschoben. Es war von dem Auto unterhalb so gut wie nichts mehr da. Alle Seitenbleche waren durch, die Türen waren durch, es waren nie alle Teile da. Aber ich wollte halt früher immer einen Barkas haben und das hat sich halt angeboten mit dem T2. Es ist ja auch nicht schlecht eigentlich, so ein T2. Ja, und dadurch habe ich den dann geholt und halt wirklich, es war nichts mehr, was man hätte verwenden können. Obwohl also der Unterboden selber ging noch, aber halt die ganzen Außenbleche. Seitenwände musste ich neu machen. Achsen haben wir neu gemacht. Vorne die ganzen Einstiege sind neu eingeschweißt worden. Türen sind gemacht. Scheibenrahmen sind alle neu drin. Das Einzige, was original geblieben ist und auch original bleibt, ist die Heckklappe. Deswegen hat die eine andere Farbe. Das ist die Originalfarbe von dem Fahrzeug. Und auch die Patina, ich habe gesagt, also irgendwas muss von dem alten Auto übrig bleiben. Und da habe ich gesagt, die Heckklappe bleibt so und der Rest wurde komplett in Handarbeit. Dann hat mich aus einer bekannten Firma, der ist jetzt in Rente, ein sehr guter Schweißer unterstützt. Der hat mir alles gezeigt, wie ich was machen muss. War ständig dann immer mal gucken gewesen, ob ich das richtig mache oder ob er anders machen würde. Der hat alles super gepasst und dann kam es Spachteln, verzinnen, lackieren und ging eigentlich relativ zügig. Ich glaube, knapp ein Jahr habe ich gebaut an dem Fahrzeug. Bis es, also ich sage jetzt mal grob, sagen wir 2 Jahre, bis es so dasteht, wie es jetzt dasteht. Ja, also ich musste mich da schon erst einmal ein bisschen reinfuchsen in die luftgekühlte Szene. Und ein guter Kumpel von mir hat einen Käfer auf Luft. Und da war für mich eigentlich schon klar, dass der auch Luft bekommt. Weil es sieht optisch schöner aus. Und die heutigen Fahrwerke sind ja nur auch nicht mehr so schwammig, wie sie mal waren, schon durch die Steuerung. Und dann kam das große Thema Steuerung. Ich wollte eine, die relativ, also halt alles hat, aber ich wollte kein Geld ausgeben wie bei Airlift. Das ist einfach für mich zu teuer. Ja, dann bin ich auf die Seite gestoßen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Rassel Betume, kommt aus Italien oder Frankreich und die haben auch so eine Steuerung und relativ preiswert. Ja, dann habe ich mir die Steuerung bestellt. Was ich nie dazu wusste, ist, es kam mit dem Zoll. Also habe ich dann noch einmal Zollgebühren bezahlt. Ist trotzdem preiswerter gewesen.
Ja, Lufttank ist von, was habe ich denn für einen Lufttank? Ich glaube, der war auch von, ich bilde mir ein, TA müsste das sein. Dämpfer sind ganz normal Monroe-Dämpfer, deswegen sind die auch, also das Fahrwerk ist eingetragen als Niveauregulierung. Ja, es ist ja beim Bus oder Käfer, dadurch, dass die Plattfedern vorne noch drin sind, kann ich ja trotzdem fahren, auch ohne Dämpfer. Im Prinzip kann ich ja durch die verstellbare Achse vorne das einstellen. Und was viele machen, die bauen sie alle schmale Achsen ein. Wollte ich nie, weil bis zu dem damaligen Zeitpunkt gab es auf dem Markt keine Achsen, die TÜV-konform waren. Jetzt gibt es welche, aber ich wollte halt die originale Achse. Ich wollte doch das Fahrzeug so weit original lassen, dass ich jederzeit sagen kann, ich mache das Fahrwerk raus und stelle das komplett original hin und es ist alles wieder schick. Gut, die Radläufe musste ich hochsetzen vorne, das bleibt nie aus. Und dann ging es um die Felgen. Ja, alle haben sie Fuchsfelgen oder Porsche-Felgen offen, gerade T2, T1 oder umgeschüsselte. War für mich nicht, gerade wegen TÜV. Und durch dummen Zufall habe ich bei Kleinanzeigen die OZ-Felgen gefunden, die es original nur in Schwarz und Silber gibt. Und der Vorbesitzer hat die aber schon in Gold lackiert. Und das Design passt halt eigentlich, ist meiner Meinung nach perfekt zum Bus durch die Rundung. Auch ein schlichtes Design und halt eine hohe Einpresstiefe. Somit kann ich die originale Achse fahren. Die Felgen sind relativ weit drin. Ist alles lenkbar, es schleift nichts. Genau. Also Innenraum war eigentlich so geplant, dass das Fahrzeug dafür da ist, dass ich an jeden Baggersee fahren kann. Deswegen auch das Luftfahrwerk. Und sollte so sportadisch gemacht werden, wie es nur geht. Wir hatten damals, wo wir noch in den alten Bundesländern gewohnt haben, habe ich ja mal so eine alte Kommode bekommen. Und als ich das Fahrzeug dann gebaut habe und den Teppich drin hatte, dachte ich, Mensch, die habe ich doch noch da und gemessen und die passt genau unter das Fenster. Und sieht halt es sieht wenig aus, aber passt halt perfekt in das Fahrzeug. Ja, und die Sitzbank, also vorne die Sitzbank, war für mich wichtig, dass ich eine durchgehende Sitzbank habe. Es gibt Originale vom T2A, glaube ich, aber das war nie meins. Ich musste ja eine anpassen durch die höher gelegten Radläufe. Hat mein Tischlermeister damals gesagt, wir bauen die Sitzbank komplett aus Holz selber. Ja, die ist jetzt komplett aus Buche gebaut. 4 Träger drunter, komplett mit der Karosse verbunden, TÜV-konform, also es fällt nichts ab, die reißt nie raus beim Frontalschaden. Dann ganz normal Beckengurte von Wolfsburg Edition. Muss man Kompromisse eingehen. 3-Punkt-Gurt wäre schön für eine Sicherheit, aber Beckengurt passt halt optisch besser. Und beim Baujahr 76 brauche ich da keine 3-Punkt-Gurte reinmachen. Hinten haben wir das Rock'n'Roll-Bett verbaut, was man umbauen kann zur Liege, dass man eine komplette Liegefläche hat, dass man auch sagen kann, man kann da mal annehmen. Baggersee, wenn man mal wirklich fahren sollte, auch über Nacht schlafen. Außenfarbe war für mich relativ einfach. Den Trabi, den ich gebaut habe, hat, glaube ich, RAL 6019 oder so. Also Lichtgrün. Und ich mag grün. Und da war für mich aber klar, er wird nie dieselbe Farbe, dass sie wirklich, wenn sie nebeneinander stehen, 1:1, sondern es ist ein paar RAL-Töne höher, das ist jetzt blassgrün geworden. Denke ich, optisch ist ein Unilack, passt perfekt zum T2, also ich musste nichts mit Glitzer und Flakes anfangen. Und zweifarbig wollte ich erst. Dachte ich, ja, T1 ja, aber T2 war, nee, deswegen komplett und das Dach in schwarz, was das Fahrzeug nochmal ein Stück tiefer macht eigentlich. Das war im Prinzip das Farbkonzept. Ja, den Fernseher den hatten wir jahrelang im Keller stehen. Der ist mit Batterie betrieben. Und T2 Camper, da muss halt auch ein mobiler Fernseher rein.
Und Flachbild kommt für mich nicht in Frage, sondern das muss schon eine Röhre sein, so wie es früher war. Und deswegen habe ich gedacht, okay gut, stellen wir den halt rein. Also das Fahrverhalten von so einem T2, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, es wird T2s geben, die fahren sich wahrscheinlich bedeutend besser, wahrscheinlich haben die auch kein Luftfahrwerk drin. Also ich tue das immer, man darf keine Erwartung haben, also Fahrkomfort ist gleich 0. Die Umstellung ist, gerade beim Lenken war bei mir das erste Mal das Problem, da man ja vor der Achse sitzt, musst du anders in die Kurven fahren. Aber wenn man so Kompromisse eingeht, es macht schon Spaß. Es ist halt kein Alltagsauto, aber es entschleunigt, weil es ist auch kein Rennfahrzeug. Also es ist ein originaler Motor drin, ein 1.6er mit 54 PS, Boxermotor. Und man darf nicht vergessen, man sitzt hinter am 0,2 oder 0,3 mm Blech, also vor ihm ist nichts. Wenn Frontunfall ist, dann war es das. Deswegen halt Originalmotor, ganz entspannt. Es ist schon schön, gerade wenn ich meine Tochter mitnehme, es entschleunigt. Man ist wie in einer anderen Zeit heutzutage. Also ganz besonderer Dank geht an meine Frau, meine Kinder, kann ich auch sagen, mein Schwager, der mir jetzt beim Motor hilft, ein sehr guter Kumpel Danilo, wo ich das Auto jetzt in der Halle habe, wo ich auch mitschrauben darf. An Lutz Paul, dem Rentner, der immer geguckt hat und mir beim Luftfahrwerk geholfen hat. Gerade wenn es um die Anschlüsse ging, dass es alles dicht ist. Das Fahrwerk ist jetzt so, also ich stelle das Auto im Oktober ab und habe im Februar immer noch vollen Druck auf den Kessel. Also es ist schon ordentlich gebaut. Und ansonsten möchte ich mich bei allen bedanken, die mich ertragen haben in der Zeit und mir beiseite standen. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was über das Fahrzeug wissen wollt. Ansonsten, man sieht sich auf dem nächsten Treffen. Dieses Jahr beim inneren Blumenpflücken sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Und ansonsten noch einen schönen Tag.